Krampfadern sind nicht nur unschön, sie können Schmerzen, Schwellung und ein schweres Gefühl in den Beinen verursachen. Aber das muss nicht so bleiben. In diesem Video erfährst du, warum Krampfadern entstehen und was du machen kannst, um deine Schmerzen loszuwerden und wieder schlanke und schmerzfreie Beine zu bekommen. Krampfadern sind keine Krankheit an sich. Vielmehr ist es ein Symptom einer Krankheit. Sie entstehen, wenn unsere Venen nicht mehr so gut schließen wie davor. In den Venen gibt es sogenannten Venenklappen. Die sorgen dafür, dass das Blut von der Peripherie, von den Beinen und Händen zurück zum Herz fließen kann. Es ist wichtig, dass diese Venen komplett schließen. Wenn die Venenklappen nicht komplett schließen, dann strömt ein Teil von diesem Blut wieder zurück. Es staut sich direkt hinten den Klappen, was dann dafür sorgt, dass die Venen sich erweitert. Und genau das, wenn es an der oberflächlichen Vene passiert, sind dann die sichtbaren Krampfadern. Die Krampfadern sind aber nur ein Symptom. Die anderen Symptome, die begleitet sind von einem Krampfadern, ist das schwere Gefühl in den Beinen. Die Beine sind dann meistens eher so bläulich verfärbt. Es ist geschwollen und kann auch Juckreiz und Schmerzen auslösen. Diese Symptome zeigen, dass deine Venen dringend Unterstützung brauchen. Und je früher du damit beginnst, desto besser. Die richtigen Übungen können dir dabei helfen, dieses schwere Gefühl loszuwerden, das Aussehen von den Krampfadern zu verbessern und auch Schwellung und Schmerzen zu reduzieren. Und welche Übungen das sind, das zeige ich dir jetzt. Die wichtigste Muskelgruppe, wenn es um die Durchblutung der Beine geht, sind deine Wadenmuskeln. Die werden auch bekannt als das zweite Herz. Fersenheben oder die Aktivierung der Wadenmuskulatur sorgt dafür, dass deine Venen von extern eine Unterstützung bekommen, was dafür sorgt, dass das Blut besser zurückfließen kann und auch deine Venenklappen effektiver sind. Nicht nur kräftiger sollen sie sein, Studien zeigen auch, dass Dehnungsübungen einen positiven Effekt auf die Durchblutung haben. Mit dieser Übung erreichst du beides, sowohl eine Dehnung als auch eine Kräftigung der Muskulatur. Und dafür solltest du dich entweder auf eine Treppe hinstellen, einen Yoga-Block oder wenn du nicht zu Hause hast, ein paar Bücher. Platziere deine Füße so, dass es ungefähr die Mitte vom Fuß, von den Zehen und dem vorderen Bereich auf der Stufe bzw. auf die Erhöhung drauf sind. Und als erstes lässt du deine Ferse so weit nach unten senken, die Knie bleiben komplett durchgestreckt, dass du eine Dehnung in der Wade erfährst. Wenn du in diese Dehnungsposition reingekommen bist, bleibe da für ungefähr 2 bis 3 Sekunden und hebe dann die Fersen so weit nach oben, bis du die komplette Bewegungsausmaß ausgenutzt hast. Du wirst dann auch eine deutlich größere Aktivierung der Wadenmuskulatur spüren. Bleib wieder da für 2-3 Sekunden und lass die Füße dann wieder senken, so dass die Ferse tiefer ist als der Vorfuß und du spürst eine Dehnung in der Wade. Knie bleiben komplett durchgestreckt. Du spürst diese leichte Dehnung. Lass die Dehnung zu für 2-3 Sekunden und hebst dann so weit wie du kannst nach oben. Wichtig hierbei ist, dass deine Knie komplett durchgestreckt sind. Halte die gerne auch irgendwo fest, dass du nicht zusätzlich auch noch mit dem Gleichgewicht zu tun hast. Und diese einfache Übung wiederholst du dann für 5-10 Mal. Weit nach oben, 2-3 Sekunden bleiben und dann weiter nach unten, bis du in die Dehnung kommst. Wenn du die Dehnung nicht spürst, dann versuche nochmal die Knie weiter durchzustrecken. Je tiefer deine Ferse kommen, irgendwann wirst du diese Dehnung ausspüren. 3 Serien sollen das werden mit voller Bewegungsausmaß. Die zweite Übung ist ideal, dass du das abends machst, bevor du ins Bett gehst. Das sorgt dafür, dass du auch besser schlafen kannst und wenn du Schmerzen in den Beinen hast wegen Durchblutungsstörung, können dir deine Schmerzen auch abends deutlich verbessern. Dafür solltest du dich als erstes auf den Rücken hinlegen und deine Beine kommen nach oben an der Wand. Du legst dich auf den Rücken hin, deine Beine sind komplett durchgestreckt. Wichtig ist auch, dass deine Knie durchgestreckt sind. Und als erstes ziehst du die Zehe zu dir ran und dann ziehst du das Knie nach oben Richtung Brustkorb, um dann wieder zu strecken und oben einen Ballerina-Fuß zu machen.
Und das gleiche dann auf die andere Seite. Erstmal zu dir ranziehen die Zehe, dann das Bein Richtung Herz zu bringen, dann wieder strecken und ein Ballerina-Fuß nach oben. Zehe zu dir ranziehen, Knie bleibt durchgestreckt, Knie zum Brustkorb, gebeugt, gestreckt nach oben und dann nicht vergessen den Ballerina-Fuß. Und so machst du dann halt abwechselnd beide Beine. Zehe ran, Knie zum Brustkorb, strecken nach oben und auch Ballerina-Fuß. Zehe ran, Knie zum Brustkorb und dann wieder strecken nach oben. Diese Übung hat zwei Vorteile auf einmal. Eine Seite die Aktivierung der Muskulatur, das zweite durch die Lagerung, das heißt deine Beine sind ja höher als dein Herz, wird es viel schneller zurückfließen, weil du die Schwerkraft für dich nutzt. Diese Übung kannst du dann je Seite 10 Mal durchführen. Das heißt, insgesamt hast du dann 20 Wiederholungen und das Ganze 4 Serien lang. Ist es wichtig, dass du bei jeder Übung die gesamte Muskulatur aktivierst. Das heißt, beim Reinziehen hast du Oberschenkelmuskel und auch das hinteren Oberschenkelmuskel. Dann beim Strecken hast du das vordere Oberschenkelmuskel und beim Fußspitze hast du dann nochmal die Wade. Und das gleiche bei der Seite. Mach die Übung langsamer und du wirst spüren, nachdem du die Serien durchgeführt hast, dass deine Beine sich deutlich leichter anfühlen. Eigeninitiative und Willenskraft. Das ist schon der erste Schritt, den du brauchst, um deine Beschwerden zu lindern. Und mit den richtigen Übungen geht es dann halt noch viel schneller. In diesem Kanal bekommst du die Informationen, die du brauchst, um aktiv deine Beschwerden zu lindern. Abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Und weiter geht's mit der letzten Übung. Und die letzte Übung ist ideal für zwischendurch, vor allem dann, wenn du längere Zeit stehen musst. Nimm dir 2 Minuten und führe genau diese Übung durch. Such dir eine Wand aus, stell die Zuwand hin, deine Hände kommen jetzt halt an der Wand ran, zu extra Stabilität. Und jetzt lässt du ein Bein nach vorne gebeugt und das andere so weit nach hinten, bis du in der Wade eine Dehnung spürst. Und jetzt in dieser Position 1 Minute lang das hintere Bein hoch und runter, hoch und runter. Wichtig ist, beim Runtergehen müsstest du noch eine leichte Dehnung spüren und beim Hochkommen die komplette Bewegungsausmaß nutzen. Die Wade unterstützt dein Herz. 1 Minute lang, so häufig wie möglich, wiederholst es auf eine Seite. Du wirst spüren, dass deine Wade irgendwann richtig anfängt zu brennen. Bleib dabei, bis 1 Minute vorbei ist. Und dann tauschen. Das vordere Bein wird jetzt halt, ist dein Standbein. Das vordere Bein bleibt auch etwas gebeugt. Das hintere so weit nach hinten, bis du eine Dehnung in der Wade spürst. Denk dran, auch die Dehnung hilft bei der Durchblutung. Das Knie bleibt durchgestreckt. Und jetzt Fersen heben. Hoch und runter. Ferse heben. Ferse heben. Achte darauf, dass du viel mehr mit dem hinteren Bein arbeitest, als du dein Gewicht auf das vordere Bein verlagerst und da nur eine Kniebeugung und Strecken durchführst. Es muss schon die Wade sein, die Muskelgruppe, die jetzt aktiv arbeitet. Und wieder hier 1 Minute lang, hoch und runter, so häufig wie du kannst, mit voller Bewegungsausmaß. Und das war's schon. Diese Übung ist ideal für tagsüber. Mindestens 4 Mal am Tag wäre es super, dass du es machen könntest. Das würde dir dabei helfen, deine Beschwerden deutlich zu lindern am Tagesende. Diese Übungen helfen dir dabei, die Durchblutung von den Beinen zu verbessern. Dazu wäre es super, wenn du wirklich Krampfader hast, dass du den noch unterstützt mit Kompressionsstrümpfe. Auch Ausdauersport ist extrem wichtig bei Durchblutungsbeschwerden. Mindestens 20 Minuten am Tag sollen es werden. Entweder spazieren gehen oder Fahrrad fahren. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!